Wow, 7000 Jahre alt, also 2500 Jahre älter als die Pyramiden. Das ist wirklich mehr als alt. Ein ägyptisch-französisches Forschungsteam hat wohl eine der ältesten Siedlungen überhaupt im Nildelta entdeckt. Steinwerkzeuge und Keramiken zeugen davon, dass dort schon mindestens seit dem 5. Jahrtausend vor Christus eine langfristige Besiedlung durch Menschen stattgefunden haben muss. Vorläufer der Pharaonen? Klicks um Science Fiction. Herzlich willkommen. Die älteste Siedlung im Nildelta wurde jetzt in Tel El Samara entdeckt. Das ist etwa 140 Kilometer von Kairo entfernt. Konkret fand das Archäologieteam mehrere Gruben gefüllt mit Werkzeugen, Keramik und Tierknochen. Das ist wirklich eine Rarität, denn das Archäologieteam geht davon aus, dass diese Siedlung etwa 7000 Jahre alt ist. Heißt also, dass hier Menschen gelebt haben, und zwar bereits 2500 Jahre bevor die Pyramiden von Gizeh gebaut worden sind. Die jetzt gefundenen Gruben samt Inhalt sprechen eindeutig dafür, dass sich die Menschen in dieser Region langfristig aufgehalten haben. Dazu Nadir Khedr vom ägyptischen Ministerium für Altertümer. Vor allem die Analyse des biologischen Materials wird uns einen besseren Überblick über die Besiedlung des Nildeltas und die Ursprünge der Landwirtschaft geben. Forschungsteams erhoffen sich also durch diese Funde mehr über die ersten Bauern in Ägypten zu erfahren. Wie genau können wir uns die Ursprünge der ägyptischen Landwirtschaft vorstellen und wie waren die prähistorischen Gemeinden organisiert, bevor die pharaonische Geschichte begann? Gab es dort schon erste Strukturen, die auf die spätere Entwicklung des ägyptischen Reiches hinweisen? Spannende Fragen, deren Antworten noch offen sind, denn Forschungsteams wissen bislang nur sehr wenig über das Leben der Menschen im alten Ägypten, bevor das Land durch Pharaonen regiert wurde. Beispielsweise geht die Forschung bisher noch davon aus, dass die Bauern damals noch keine Bewässerungssysteme hatten und vom Niederschlag abhängig waren. Ebenfalls auch vom Nil, der wohl eine große Rolle beim Thema Landwirtschaft gespielt hat, denn er sorgte für regelmäßige Überschwemmungen, die die sonst eher karge Landschaft in ein fruchtbares Paradies verwandelten. Das ägyptische Ministerium jedenfalls plant für demnächst weitere Ausgrabungen in dieser Region. Dann könnte es sein, dass die Forschungsteams vielleicht doch auf künstliche Bewässerungssysteme stoßen. Und das wäre eine Sensation, denn erst regelmäßige und reiche Ernten könnten zu einem großen Bevölkerungswachstum geführt haben und somit auch für die Entwicklung der ägyptischen Hochkultur. Das wäre jedenfalls der absolute Hammer. Frühere Ausgrabungen sorgten jedenfalls schon einmal für eine Überraschung, ebenfalls bezogen auf die Vorgänger der Pharaonen. Denn Funde haben gezeigt, dass auch schon die Ägypter vor mehr als 5500 Jahren ihre Toten konserviert haben. Also lange vor den Pharaonen. Also erste Pfade waren das, die hin zur Pharaonenkultur geführt haben. Wir können also sehr gespannt sein auf die zukünftigen Entdeckungen. Hier geht es weiter. Dafür draufklicken. Mysteriöse Entdeckung, antike Totenstadt in Ägypten. Und wenn ihr kein Video mehr zu diesen und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann folgt mir auf WhatsApp. Nur da bekommt ihr von mir vor allen anderen das neueste Video, ganz unabhängig von der Abo-Box hier auf YouTube, die ja bei vielen nicht so ganz perfekt funktioniert. Ja, dafür draufklicken, natürlich auch gerne ein Abo dalassen und genau, die Glocke nicht vergessen. Bis dann. Bleibt dran.